Moin zusammen, ich bin Christopher Niemöller von der NQT GmbH und heute erzählen wir euch ein paar Sachen über LMN und 1:N am Gateway. Dazu habe ich meinen Kollegen Sven Fegert mit dabei, der sich auch kurz vorstellt. Ja, mein Name ist Sven Fegert, ich komme von der Corero GmbH und freue mich auf den schönen Teil in der Praxis, in dem wir ein bisschen detaillierter auf das ganze Thema 1:N eingehen heute. Wie ihr wisst, 1:N ist die Kombination von einem Gateway mit mehreren Zählern und das hilft in der Praxis dabei, größere Anlagen anzubinden und dabei auch die Kosten nicht eskalieren zu lassen, indem man sehr viele Smart Meter Gateways verbauen muss. Dazu haben wir hier unseren Zählerschrank und zeigen euch da ganz praktisch, was zu tun ist, wie man die Verkabelung aufbaut, was für Komponenten es gibt und wie das Ganze in der Praxis aussieht. Ich würde vorschlagen, wir starten doch mal bei dem allerersten, einfachsten Beispiel. Wir sehen ja das Smart Meter Gateway hier in der direkten Installation, was wir vor Ort haben. Das Smart Meter Gateway selbst hat ja die sogenannte LMNA-Verbindung, das heißt über das Wireless M-Bus. Das sehen wir hier oben über die sogenannte FACRA-Schnittstelle, also die Variante, dass wir hier dann nachher eine Antenne anschließen werden. Und wir haben eine zweite Variante, die sieht man an der Unterseite. Das ist bei den meisten Smart Meter Gateway-Herstellern so. Das bedeutet, wir haben eine direkte Drahtverbindung. Diese Drahtverbindung ist dann hier über dieses Kabel gelöst. In der einfachsten Variante, das bedeutet, wir haben eine 1:1 Beziehung, haben wir ein Smart Meter Gateway, was eine direkte Verbindung auch mit dem sogenannten Zähler hier hat, der modernen Messeinrichtung. Wenn wir aber zu dem Punkt kommen, dass wir zum Beispiel einen weiteren Zähler, der hier nebendran liegt, verbinden möchten, brauchen wir weiteres Zubehör. Starten wir mit der Direktverbindung und der einfachsten Variante. Das bedeutet, wir haben diese Variante der LMN-Verbindung über die Hardware. Das hier ist ein einfaches Kabel und das hat ein paar Spezialitäten. Spezialität 1 ist der gute alte RJ12-Stecker. Das bedeutet, diese Varianten, die man hier so vor Ort sieht, die gibt es auch immer, besonders auch aus der Vergangenheit, immer noch mit einem schmaleren Stecker. Also ganz wichtig darauf zu achten, ist, dass sie entsprechend konfektioniert sind. Die Stecker bzw. Kabel gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Längen, denn wir haben hier ja die Möglichkeit, einerseits eine direkte Verbindung zu dem ersten Zähler zu bringen, aber auch einen weiteren Zähler zum Beispiel hier anzubinden. Dafür gehört natürlich eine ordnungsgemäße Verdrahtung, das heißt also hier von dem ersten Zähler über den jeweiligen Installationsraum, dann zum zweiten Zähler hinweg. Das werden wir uns auch gleich nochmal genauer ein bisschen anschauen. Genau. Bei den LMN-Kabeln gibt es auch einige Besonderheiten. Es gibt sehr einfache Kabel und es gibt etwas bessere Kabel, sage ich jetzt einfach mal so platt. Und diese besseren Kabel zeichnen sich dadurch aus, dass die eine integrierte Schirmung haben. Das heißt also, Störsignale auf dem Kabel werden vermieden und dass die einen entsprechenden Knickschutz und eine Zugentlastung haben, damit diese Kabel bei der Installation nicht beschädigt werden. Diese Kabel, die etwas höherwertiger sind, eignen sich auch dazu, größere Distanzen zu überwinden. Das heißt, wenn man mal Zählerschränke hat, die weiter voneinander entfernt liegen, kann man die trotzdem mit einem solchen Kabel verbinden und datentechnisch abfrühstücken. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal ganz kurz rein in eine einfachste Installation. Ich habe sie gerade schon zurückgebaut, aber wir gehen den Schritt nochmal ordentlich durch. Wir haben jetzt hier gerade ein aktives Smart Meter Gateway. Wir haben eine sogenannte moderne Messeinrichtung, die wir gerade eben schon mal gehört haben, und wir machen jetzt eine 1:1 Beziehung. Für die 1:1 Verbindung brauchen wir das bereits schon mal erwähnte LMN-Kabel und auch ganz wichtig einen entsprechenden Abschlusswiderstand. Warum der Abschlusswiderstand wichtig ist, werden wir nachher nochmal genauer sehen. Und zwar werden wir uns nochmal mit entsprechender Messtechnik auch nochmal auf den Bus begeben, also auf diese direkte Verbindung zwischen den zwei Geräten, und dann auch nochmal genauer schauen, warum das eigentlich auch wichtig ist. Wir verbinden das ganz einfach, das heißt also, wir starten mit dem allereinfachsten Schritt, indem wir die Direktverbindung an das Smart Meter Gateway bringen, dann hier mit unserem Zusatzclip eine Möglichkeit haben, dass wir ein bisschen Kabelmanagement betreiben. Das heißt also, überschüssige Kabellängen bzw. auch geordnete Kabellängen ein bisschen schön reinbringen. Warum ist das wichtig? Wenn wir entsprechend nachher den Anschlussraum für das Smart Meter Gateway hier schließen, ist es immer sehr wichtig, darauf zu achten, dass man Quetschungen oder Sonstiges vermeidet. Das heißt, Ausbrüche müssen vorgesehen werden, aber auch unnötige Kabellängen bzw. Kabelausführungen können hier so ein bisschen geordnet reingebracht werden. Um diese 1:1 Beziehung zu beenden, die wir jetzt hier gerade haben, haben wir dann sogenannten Abschlusswiderstand. Dieser Abschlusswiderstand ist hier so ein ganz kleiner Stecker, da verbirgt sich dann ein kleiner Widerstand drin. Und der wird entsprechend auf der zweiten Schnittstelle, man sieht das dann auch hier nochmal, auf der zweiten Schnittstelle einfach aufgebracht, eingesteckt. Und in der Variante haben wir jetzt somit sofort einen funktionalen LMN-Bus. Jetzt sieht man hier, dass wir eine Zählervariante mit einem sogenannten Optokopf haben.
Dieser Optokopf dient dazu, die isolierte Schnittstelle vom CEDA, die man hier sieht, aufzunehmen, quasi das optische Signal in Daten auf dem Kabel zu wandeln und das dann später mit dem Gateway zu verbinden. Wie man schon sieht, reicht dieses Kabel leider nicht aus, um tatsächlich bis an den CEDA zu kommen, denn ich kann hier nicht einfach quer rüberlegen im Anschlussraum. Dementsprechend braucht man ein zusätzliches LMN-Kabel zusammen mit einer Kupplung, um dieses Kabel zu verlängern. Was man dann macht in der Installation ist, dass man diesen Optokopf einmal einklippt. Und das sieht hier jetzt ein bisschen wackelig aus, das wird aber nachher vom CEDA-Klemmdeckel gehalten. Und dann würde ich jetzt dieses Kabel einmal komplett hinter der Abdeckung durchführen. Und dazu müssen wir natürlich den CEDA-Schrank aufmachen, um das einmal komplett durchzulegen. Und dazu haben wir auch ein Zusatzwerkzeug, eine sogenannte Einziehhilfe, um die Verlegung vom Kabel einfacher zu machen.